Und damit auch der CO2-Ausstoß, der durch den weltweiten Luftverkehr verursacht wird. Das Fliegen klimafreundlicher zu machen, ist allerdings gar nicht so einfach. Die technischen Möglichkeiten sind begrenzt. Zu dieser Einschätzung kommt heute das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen bei Nano. Ob elektrische Antriebe, E-Fuels oder grüner Wasserstoff, bisher überzeugt kein klimaschonender Antrieb im Luftverkehr. Und nun Destination klimaneutrale Flüge bis 2050 gecancelt? Na, zumindest scheint die Luftfahrtindustrie das Ziel erfolgreich zu verdrängen. Statt weniger erzeugt sie Jahr für Jahr etwa 4% mehr CO2. Dabei gäbe es neben drastischen Flugeinschränkungen noch einen anderen, klimafreundlicheren Weg. Und zwar im wahrsten Sinne. Es braucht andere Routen und damit weniger Kondensstreifen am Himmel. Denn die sind ein echter Klimakiller. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Luftverkehr verdoppelt. Es ist das am stärksten wachsende Verkehrsmittel und macht heute schon fast 14% der Gesamtverkehrsemissionen in Europa aus. Immer mehr Passagiere, immer mehr Flugzeuge. Da reicht der technische Fortschritt, der in den letzten 30 Jahren zu etwa 15% sparsameren Flugzeugen führte, bei weitem nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Professor Dieter Scholz forscht zum Umweltschutz in der Luftfahrt. Die Luftfahrt wird also die EU-Klimaziele krachend verfehlen. Das Zwischenziel ist Fit for 55. Bis 2030 müssen die Emissionen um 55% reduziert werden und das bezogen auf 1990. Technik kann es nicht leisten. Wir haben nur eine Chance über den Flugbetrieb, und zwar die Vermeidung von wärmenden Kondensstreifen. Das geht mit bis zu 50% Reduzierung bereits morgen. Tatsächlich macht das CO2 aus dem Flugzeugkraftstoff nur 1/3 der klimaschädlichen Wirkung beim Fliegen aus. Die Kondensstreifen verursachen dagegen mehr als die Hälfte des Treibhauseffekts. Kondensstreifen entstehen hauptsächlich durch große Passagier- und Frachtjets, die auf etwa 11.000 Meter Höhe fliegen. So hoch oben ist es sehr kalt. Kommt hohe Luftfeuchtigkeit dazu, nennt man so ein Wettergebiet eisübersättigte Region. Hier kondensiert Wasserdampf mit Rußpartikeln aus dem Abgas zu Eiskristallen, die als Kondensstreifen bis zu 17 Stunden sichtbar bleiben. Vor allem abends und nachts wirken sie wie Glasscheiben in einem Treibhaus. Kondensstreifen verhalten sich wie Wolken. Wolken am Tage sind kühlend, Wolken in der Nacht sind wärmend. Dies im Gegensatz zu einer sternklaren, wolkenlosen Nacht im Winter, bei der es klirrend kalt ist. Die unterschiedlich wärmenden und kühlenden Kondensstreifenwolken hat das DLR schon 2011 berechnet. Daraufhin haben sie eine Karte erstellt. In dieser Karte sind die Regionen rot eingezeichnet, denen Flugzeuge ausweichen müssten. So könnten erhebliche Klimaeffekte erzielt werden. Die roten Regionen entstehen hauptsächlich in der Nacht und tendenziell in kühleren Regionen der Erde. Tatsächlich ist es so, dass nur 1/5 der Flüge überhaupt Kondensstreifen produziert und 5% der Flüge weltweit produzieren diese wärmenden Kondensstreifen. Das heißt, man muss nur 5% der Flüge umrouten, um diese Kondensstreifeneffekte zu reduzieren. Als erste weltweit testeten die DLR-Wissenschaftler in der Corona-Zeit bei wenig Flugverkehr, ob man langlebige Kondensstreifen verhindern kann. Und zwar durch Über- oder Unterfliegen der feuchtkalten Regionen. Dazu ließen sie an geraden Tagen die Flugzeuge ganz normal Kondensstreifen produzieren. An ungeraden Tagen mussten die Flugzeuge 600 Meter höher oder tiefer fliegen. In dem Experiment, was wir durchgeführt haben, konnten wir also zeigen, dass an den Tagen, an denen wir Umleitungen durchgeführt haben, die Ergebnisse wirklich anders sind. Mit 97,5% sind wir sicher, dass wir was bewirkt haben, was Sinnvolles bewirkt haben, Kondensstreifen zu vermeiden. Man kann also heute schon für weniger Kondensstreifen sorgen. Entscheidende Frage ist, wer koordiniert das Umfliegen der eisübersättigten Gebiete, die Airlines oder die Flugsicherung? Die deutsche Flugsicherung in Karlsruhe hat in einer Realsimulation versucht, alle Flugzeuge in ihrem Luftraum um eine eisübersättigte Region herumzurouten. Dadurch wird der Luftraum 30% kleiner.
Mit der Folge, dass die Fluglotsen an Belastungsgrenzen stoßen und nur einzelne Flüge umleiten können, ohne die Sicherheit zu gefährden. Die Erkenntnis der Flugsicherung ist, dass die Airlines bereits vor ihren Flügen einplanen müssen, wie Kondensstreifen vermieden werden können. Es plant die Airline, die Fluggesellschaft plant ihren Flug. Wenn die schon weiß, wo entsprechende Gebiete sind, die sie umfliegen will, kann sie ihren Flugplan bereits entsprechend vorsehen. Das möchte ich gern sofort ausprobieren. Wann könnten Airlines mit weniger klimaschädlichen Flugplänen anfangen? Die Antwort suchen wir in Wien bei Flightkeys. Hier treffen wir Raimund Zopp, Pilot und Mitbegründer eines der größten Flugplanungsunternehmen weltweit. Flugplanung bedeutete bisher, mit dem Wind den schnellsten und kostengünstigsten Flug zu berechnen. Flightkeys berechnet auch, auf welchen Routen durch Kondensstreifen CO2-Äquivalente entstehen und gibt Alternativen an. Entscheidend ist, dass durch den Umweg nur so viel CO2 durch Mehrverbrauch erzeugt wird, dass die Gesamtemissionen durch die Kondensstreifenvermeidung trotzdem verbessert werden. Insgesamt hat man bei Flightkeys dafür über 8.500 Flüge simuliert. Auch wenn die Kursberechnungen noch verbessert werden können, ist das Ergebnis schon jetzt beeindruckend. Denn der Umweg lohnt sich immer. Wir waren selbst überrascht, wie gering dieser notwendige Einsatz ist. Wir liegen in der Größenordnung von 0,11% mehr Treibstoff. Wir können selbst mit den derzeitigen Unsicherheitsfaktoren sagen, dass bei diesem geringen Mehrverbrauch, auch wenn ich nur eine 20-prozentige Trefferrate hätte, immer noch wesentlicher Erwärmungseffekt reduziert wird. Klimafreundlichere Flugrouten könnten also sofort umgesetzt werden. Mit dem sogenannten Flightbag geht der Klimaschutz sogar über die Flugroutenplanung hinaus. Es berechnet permanent Daten wie das aktuelle Wetter oder das Flugzeuggewicht zur Flugwegoptimierung. Das heißt, der Pilot kann während des Fluges für den Klimaschutz spontan die Route verbessern, wenn es die Flugsicherung erlaubt. Wir denken, dass operationell Erfahrung gesammelt werden sollte. Die Technik für die Planung ist eigentlich reif. Und die Zeit drängt. Wir haben nicht mehr lange Zeit, das Klima in den Griff zu bekommen. Deswegen sollten wir alle Maßnahmen, die eine gute Chance haben, die Klimaerwärmung zu reduzieren und praktisch nichts kosten, so bald wie möglich ergreifen. Bei einem Flugticket für 100 € würde die Kondensstreifenvermeidung etwa 8 Cent Mehrkosten verursachen. Weniger Klimaschädlichkeit fast zum Nulltarif. Fragt sich nur, welche Airline macht den Anfang? Die IATA, der Verband von Fluggesellschaften aus aller Welt, scheint diesen effektiven Klimaschutz bei der EU in Brüssel allerdings verhindern zu wollen. Die klimafreundlichen Flugpläne seien noch zu wenig ausgereift, heißt es lapidar.